Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin, einem neuen Video unsererseits. Wir stehen vor den heiligen Hallen von Hüttinger Animatronics. Das haben wir schon mal gemacht, vor 3 Jahren, glaube ich. Aber da sah die Tür anders aus in der Eingang. Komisch, was ist hier passiert? Was ist denn schon wieder los? Also die zwei kennt ihr eigentlich, aber stellt euch einmal kurz vor für die Leute, die das Video damals nicht gesehen haben. Genau, mein Name ist Florian Hüttinger, Gründer und Inhaber der Firma Hüttinger Animatronics. Und ich bin hier zuständig für Technik und Produktionsablauf. Und heute befinden wir uns an unserem neuen eigenen Standort. Ja, und mein Name ist Philipp Storer. Ich bin der Mitgründer von Hüttinger Animatronics und kümmere mich um alles Weitere, was nichts mit der Produktion direkt zu tun hat. Heißt Buchhaltung, IT, Personal etc. Alles, was eigentlich keiner machen will. Exakt, das genau. Den Satz hast du damals auch gesagt. Wir stehen vor euren eigenen Hallen. Wie ist es dazu gekommen? Eigentlich ist es eine sehr romantische Geschichte. Ihr habt eine Ecke in einer bestehenden Halle von einer Firma bekommen, die noch so mit Bauzäunen so ein bisschen abgesperrt war, nachdem ihr eigentlich ursprünglich in einer Garage angefangen habt. Und was haben wir jetzt hier? Ja, genau wie du sagst, das damals wie jede gute Firma gegründet in der Garage, dann untergemietet. Dann sind wir Gott sei Dank hierher gekommen. Es hat sich ein glücklicher Umstand ergeben, dass ein ehemaliger Klassenkamerade, der wo zuvor mit Shishas gehandelt hat, die Halle verkauft hat. Und ja, das war dann ein spontaner Griff vor 1,5 Jahren. Sehr cool. Also, dass ihr Animatronics baut, sollte allen klar sein. Das sehen wir jetzt aber im Video auch noch. Aber wir haben gedacht, wir gehen mal ein bisschen rum und zeigen euch eure neuen heiligen Hallen. Genau. Viel Spaß. So, wir versprechen euch reinzugehen und bleiben draußen. Weil Genau. Hier haben wir unser Bäumchen in Form von einer riesigen Hand. Das Ganze ist jetzt noch nicht hier final. Da sind jetzt schon mal die ersten Farbschichten drauf. Da kommen jetzt noch Pflanzen hinzugefügt, Deko-Elemente, Schattierungen und so weiter. Und dann steht eigentlich nichts mehr im Wege für die Programmierung. Und dann geht es auch schon los auf den ersten Festplatz nach Stuttgart. ihr habt neue Hallen und seid jetzt trotzdem draußen an so einem Baum am Arbeiten. Warum? Genau, leider haben wir auch hier eine gewisse Beschränkung bezüglich Deckenhöhe und das Handling. Deswegen mussten wir das im Außenbereich hier fertigstellen. Also das Ganze besteht aus 2 Teilen, einmal den Stamm und ja, die Hand selbst. Sonst wäre das auch gar nicht möglich gewesen, so zu handeln. Für den Transport auch wichtig, aber ich meine, bei dem Wetter ist es jetzt auch nicht so ärgerlich. Das ist die Arbeit ja fast wie Urlaub hier im Verein. Ihr seid ja quasi die neuen Nachbarn und jetzt sind direkt so Sachen immer auf dem Hof. Habt ihr schon irgendwie Erfahrungen gemacht, dass jemand gefragt hat, ob ihr nicht mal alle Latten am Zaun habt? Ganz so war es jetzt nicht, aber man sieht schon immer wieder, wie die Leute natürlich stehen bleiben und sich das anschauen, was ist denn hier los. Besonders Kinder, ja, gerade wenn sie vorbeifahren, die gucken dann bleiben erstmal ein paar Minuten stehen. Wurden auch teilweise schon angefragt, so, ja, kann man da mal reingucken? Ja, was macht ihr denn da eigentlich? Und dann... Da könnt ihr jetzt das Video verweisen. Genau, Schaut euch das bitte an. genau, exakt. Ja, das sind jetzt ein paar Figuren, die eigentlich speziell dafür entworfen wurden für Thema Freakshow, Zirkus. Das ganze Projekt hat sich aber, ja, die Bahn wurde verkauft, für die Figuren gemacht wurden und seitdem stehen die hier. Genau. Da gehört, wir haben sogar das Baukastensystem schon unten fertig, noch der Elefantenmensch dazu von dem Film, also komplett. Und damals war das zum Beispiel der Direktor hier am Käfig dran steht und der drin ist. Das ist ja auch von der Sendung Freakshow, Pinhead Schlitzi heißt der. Und was hat man denn noch geplant? Es war eigentlich ein cooles Konzept für die Bahn. Also Fahrt zur Hölle geht's. Und die Bahn, die wurde ja dann verkauft von Zinnecker zu Fellerhof jetzt. Und deswegen steht auch die große Figur der Teufel, ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt, die Geisterstadt die letzten Monate, so ein großer Teufel vor der Geisterstadt jetzt, wo eigentlich an der Fahrt zur Hölle oben dran war. Okay. Ja. Und der nimmt jetzt einfach alles da raus und... Der hat auch ein paar neue Aufträge schon erteilt und fast alle Figuren oder ja, gut die Hälfte übernommen, was wir eigentlich für den Zinnecker damals vorgesehen hatten. Aber ein paar wie die 3 und unten nochmal, ich glaube 2, die passen halt nicht, weil die alle zum Thema Zirkus und Ding sind und der wollte das Thema Fahrt zur Hölle weiter behalten. Dann macht das keinen Sinn. Wobei, vielleicht kommt er irgendwann, ich dachte schon, Moviepark hat ja auch, glaube ich, dieses Clown-Thema Freak Circus oder auf die Art. So Freaks, ne? Genau, das würde vielleicht
dann noch dazu passen. Hier sind wir jetzt in unserem zukünftigen Besprechungsraum, auch noch nicht fertig. Aber Flipperautomat, Dartscheibe ist schon da, das Wichtigste. Fernseher natürlich Fernseher auch. natürlich. Jetzt, genau. Für die nächste WM oder EM oder wie auch immer. Ja, auch da noch gearbeitet wird trotzdem. Natürlich, selbstverständlich. Also ihr seid trotz 1,5 Jahren immer noch so beim Einziehen, ja? Also 1,5 Jahre war jetzt der Kauf, oder nicht ganz 1,5, eine Vierteljahre, um genau zu sein. Und genau vor einem Jahr sind wir eingezogen. Das macht's viel Aber besser. natürlich. Ja, es war natürlich auch einfach gewisse Projektaufstau, der natürlich einfach auch über das letzte Jahr einfach da waren und die wir letztes Jahr einfach dann ein bisschen abarbeiten mussten, ja, und deswegen noch nicht komplett fertig sind. Und ich glaube, wenn man mal auch alle Leute, die neu bauen oder neu einziehen, ich glaube, man ist nie so richtig fertig, glaube ich. Vor allem hinzu kommt, dass das Ganze ja nicht geplant war. Das war ja wirklich eine Geschichte von 2 Monaten, wo sich das Ganze fixiert hat. Und wir waren mittendrin, Januar, Februar, Neujahr, Produktion lief auf Vollgas, 20 Sattelzüge, erstmal also die ganzen Waren verpacken auf Paletten, unzähligen, hierher transportieren, einräumen, das war unglaublich. Und währenddessen produziert. Ja. Also, Genau. das war auf jeden Fall war spannend, ja, war eine spannende Zeit auf jeden Fall. Genau. Genau, deswegen, man sieht noch an manchen Stellen, es ist noch nicht alles perfekt fertig, aber Ich glaube, das In den nächsten Jahren. Bio haben vor Dartscheibe. exakt. Entschuldigung, wir konnten Ihre Figur nicht ausliefern, wir mussten nur noch die Wand grün streichen. Das ist auch Theater. Ja. Ein blödes Beispiel, ja. Wir hatten ja damals auch schon drüber gesprochen, da gab es das noch nicht, dass ihr so ein bisschen Traum von einer eigenen Schneiderei hattet, der dazu kommen sollte irgendwann mal. Und ich glaube, den habt ihr euch erfüllt, oder? Den haben wir erfüllt, da können wir jetzt gleich rüberschauen. Auch hier sehen wir noch nicht 100% final. Man sieht hier ein Indiz, dass noch der Tisch zum Beispiel auf einer Palette steht. Hättest du nicht gesagt, hätte ich es nicht gesehen. Ah, gut. Aber das ist eigentlich nur für Carmen, damit sie es ein bisschen höher hat. Ja? Einfach, Ja, genau. ja. 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Genau, nee, aber wir sind hier im Atelier. Ja, das ist so ein bisschen das ganze Thema Schneiderei, was du angesprochen hattest. Ich glaube, da haben wir jetzt im Gegenzug zu der Zeit davor, glaube ich, einen deutlichen Sprung machen können. Und auch mit Carmen, glaube ich, hier jemanden, wo wir jeden Tag dankbar sind, ja, dass sie bei Hüttinger Animatronics arbeitet und unsere Figuren am Ende finisht. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn man sich so ein bisschen auskennt, dann wird man Carmen wahrscheinlich auch von anderen Dokumentationen so ein bisschen kennen, weil Carmen früher bei High Motion gearbeitet hat und eben mit der Aufgabe des Geschäfts eben zu uns gewechselt ist. Carmen kann man auch sehen in der Arthur und die Minimoys-Doku vom Europapark. Ach, cool. Genau. Ja. Eine Animatronic-Legende eigentlich. Eigentlich schon, ja. Absolut, Ein absolut. Urgestein. Ja, wenn man so will. Lebende Legende. Also nicht böse gemeint. Von der Erfahrung her. Ja. Noch bin ich dabei, die Legenden sind ja meistens dann schon. Lebende Legende. Genau. Ja. Und daher haben wir auch sehr viele Stoffe damals von High Motion übernommen, was man jetzt hier sieht. Deswegen haben wir auch so einen riesigen Bestand mittlerweile an verschiedenen Stoffen, Plüschen. Draußen sieht man nachher noch mehr und können da auf sehr viel zurückgreifen. Was, glaube ich, auch wichtig ist, um schnell auch auf die ganzen individuellen Figuren einzugehen, oder? Genau, das ist gerade das Thema, weil so viel individuell ist oder eigentlich alles, dass man eigentlich eine gigantische Auswahl braucht an verschiedenen Stoffen, Mustern und Farben. Wenn man beginnt ganz am Anfang mit den ersten Geisterbandfiguren, da kann man relativ gut noch auf irgendwelche Kleidungsstücke zurückgreifen, die man dann halt irgendwie anmalt oder sonstiges, irgendwie so ein bisschen umgestaltet, aber irgendwann, umso mehr die Projekte dann sehr individuell dann sind für die Kunden, umso mehr braucht man das natürlich. Ja, am Anfang hat noch das Nachthemd von der Oma gereicht, heute nicht mehr ganz. Die sind ja irgendwann auch aufgebraucht. Ja, genau. Gibt es auch nicht mehr, genau. Hier zum Beispiel, da ist die Säge im Weg, da kommt man jetzt nicht mehr ran. Da muss man dann überall Klett reinnehmen. Das ist halt dann nicht zu beachten. Stimmt, ja. Und einen Unterbau macht man immer drunter, damit die Bewegungen geschützt sind und auch laufen, damit alles Technische auch so ein bisschen verschwindet. Ne? Das an die Gelenke und so, Ja, dass dass das es schön nicht so aussieht. geschmeidig wird. Ja. Habt ihr mit Carmen auch ein bisschen Knowledge von High Motion übernommen und habt da auch nochmal von profitiert? Auf jeden Fall. Also ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich jetzt die Figur hier schneidern muss mit Klettverschluss und so weiter. Aber auch von der Gestaltung insgesamt. Also
Also technisch ist uns war High Motion wirklich überlegen, ja, muss man schon sagen. Da hat High Motion ein bisschen geschlafen. Dieses ganze 3D, die ganze 3D-Technik, das ist schon ein riesen Fortschritt. Also ich merke es vor allem, wo ich es ganz arg merke, ist bei der Maske, bei Maskeaufsätze, bei der Silikonmaske. Die passen wirklich wie, da haben wir früher immer im Unterbau noch ändern müssen und da noch einen Zentimeter aufbauen müssen und das ist jetzt, passt Millimeter genau. Das ist eine feine Sache, ja. Aber Vielen Dank, Carmen. Ist so. Ja. Beziehungsweise gerade wenn wir über das Thema 3D sprechen, dann können wir vielleicht mal zum Kelvin gehen, der genau dafür zuständig ist, für diese gesamten Formen. Genau. Nächste Überleitung. Ja, perfekt, Carmen, das ist super. Also hier sind wir quasi in unserer 3D-Abteilung, ja, wenn man so will. Auch natürlich auch noch nicht alles perfekt fertig, aber vielleicht Kelvin, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor. Genau, ich bin der Kelvin. Ich mache hier die 3D-Designs von den ganzen Figuren, die man hinten sieht. Das heißt, ich modelliere die quasi in meinem 3D-Programm und mache die dann quasi so fertig, dass die dann schlussendlich gedruckt werden, beziehungsweise ich zerschneide auch die Modelle, dass die dann, dass dann Teile gedruckt werden, die dann letztendlich drüben also an die Mechanik rangebohrt werden und montiert werden, genau. Das ist so meine Aufgabe. Die ganzen 3D-Druckteile, die du modellierst vorher, damit ihr wisst, was gedruckt wird oder damit man eine Druckdatei hat. Genau, also quasi ich modelliere das Ganze, schicke das einmal in Flo rüber, der baut dann die ganze Mechanik rein, also in sein CAD und und dann verfahren wir da weiter. Also ich passe dann nochmal die Modelle an die Mechanik an, manchmal gibt es da ein paar Stellen, die dann ein bisschen, wo es ein bisschen kritisch vom Platz ist. Und dann stelle ich die einzelnen Teile fertig, die werden dann gedruckt und dann passen die dann perfekt an die Mechanik, wie ihr die dann hinten seht, genau. Es ist also quasi bei dir ist erst Design, dann guckt die Technik drüber, sagt, das geht nicht, so, und du passt dann das Design dann den entsprechenden Stellen an? Ja, kann man so sagen. Also Flo und ich arbeiten da relativ eng da zusammen. Also manchmal modelliere ich was und dann sagt zum Beispiel Flo, wir machen die und die Bewegung. Dann muss ich zum Beispiel gucken, dass, keine Ahnung, so klassische Bewegungen sind, zum Beispiel Armbewegungen oder sowas, dass da dann irgendwie, falls es irgendwo zu Problemen kommen könnte, dass ich da nochmal genauer modelliere oder da nochmal ein bisschen was anders mache. Also wir sind da eigentlich im relativ engen Austausch und so ist da die Vorgehensweise. Du musst immer ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen, wenn ich sage, wir brauchen da aber einen größeren Zylinder, ein größeres Lager. Das kollidiert dann vielleicht mit der Außenhülle. Dann muss er es praktisch ausbaden und das wieder zurecht machen. Da wollten wir die Figur muskulöser, aber. Ja, genau. Das ich arbeite gerade am Roboter. Das heißt, unsere erste Figur nach Südamerika. Genau, das ist quasi jetzt das Modell. Und hier, das ist die Mechanik, die der Flo dann drin verbaut hat, oder ein Stück zumindest. Da kommen jetzt noch die Arme, die Armbleche und der Kopf. Und genau, ich bereite quasi schon mal hier das Unterteil vor und setze hier zum Beispiel die Bohrungen und die ganzen Flansche, damit es quasi dann millimetergenau an die Mechanik rangebohrt werden kann. Genau, das heißt, ich passe jetzt gerade relativ viel an, muss immer ein bisschen reingucken, wie viel Platz ich da noch habe, weil das Ganze muss ja noch eine Wandstärke haben, dass es letztendlich gedruckt werden kann. Genau, und da bin ich gerade dabei, die Teile so ein bisschen anzupassen, dass es hier keine Probleme gibt, weil hier ist zum Beispiel nicht so viel Platz. Das heißt, da gucke ich hier und da nochmal, dass ich was anpasse. Hier sieht man zum Beispiel so ein Render, einfach genau wie das dann quasi so ein bisschen, also dem Kunden geschickt wird. Einfach nur, dass der sich so ein bisschen besser das vorstellen kann, das Ganze so ein bisschen texturiert, relativ grundlegend, weil, wie gesagt, das soll einfach nur einen Eindruck geben, wie das Ganze aussehen kann. Oder zum Beispiel, hier sieht man nochmal verschiedene Vergleiche, also weil wir quasi eine andere Mechanik genommen haben. Das heißt, das Ganze musste ich an eine bestimmte Mechanik anpassen, den Körper. Genau, das war jetzt zum Beispiel der Teufel oder gerade arbeite ich zum Beispiel an einem weiteren Teufel und da sieht das Ganze zum Beispiel so aus. Also das ist einfach, wie gesagt, ein Render, dass wir das dem Kunden schicken und der kann sich dann so ein bisschen mehr vorstellen, wie sieht das Ganze aus, wenn Farbe drauf ist, wie sieht das Ganze von der Textur aus, von den hier zum Beispiel Fältchen, wie sieht das Modell aus einfach. Genau, einfach so ein Eindruck. Man kann da natürlich auch sagen, okay, gibt es irgendwelche Anpassungswünsche? Ja, und er kann dann wirklich
nicht nur selber sich irgendwelche Gedanken machen, sondern kann dann wirklich am Ende sehen, so wird das Thema zu, sagen wir mal, 95% auf jeden Fall am Ende auch aussehen. Das ist schon geil. Also das ist ja, wenn du das geschickt bekommst als Kunde, das ist ja, willst du ja direkt ausdrucken und hinhängen schon. So wegen der Vorfreude. Ja. Sieht echt gut aus. Also wie gesagt, ich glaube, das ist ganz cool, weil egal was der Kunde will, größere Augen, breitere Schultern, das kann man halt alles gut umsetzen und dann kann man ihm den Entwurf wieder schicken und so kann das ja dann quasi, kann das Feedback wieder eingearbeitet werden. Genau. So, dass der Kunde genau das bekommt am Ende des Tages, was er auch wünscht. Ja. Und nicht dann sagt, oh, das hat er sich aber anders vorgestellt. So kann man das direkt in der Abstimmung perfekt umsetzen. Ja, wenn man jetzt nur drüber spricht, wie es aussehen soll und es ist, da kommt immer nicht das raus, was jemand sich vorstellt. Genau, da gibt es so viele Differenzen, allein schon von der Farbe, von der Optik. Und so gibt es keine Missverständnisse am Ende des Tages. Genau. Dann ist das deine Idee, wie der jetzt aussieht. Genau, also das ist meistens so, der Flo, der sagt mir dann ungefähr, der Kunde möchte zum Beispiel einen Teufel, schickt mir dann so vielleicht so 2, 3 Referenzbilder und sagt so, in der Richtung hat er sich's vorgestellt. Und ich schaue, dass ich das quasi dann so anlehne daran. Gleichzeitig habe ich da viel Spielraum. Das ist natürlich für mich als Kreativer dann irgendwie cool, dass ich da nochmal eigene Ideen reinarbeiten kann, dass ich auch so ins Detail gehen kann, wie ich das vielleicht will und trotzdem nah an dem, was der Kunde haben will. Und genau, das heißt, ich stelle das quasi von Grund auf neu sozusagen, genau. Teilweise auch Kunden, die haben ihre eigenen Vorstellungen, ja, also gerade größere Kunden, die dann wirklich schon ihre eigenen Entwürfe dann schicken oder 3D-Modelle. Ja, dann müssen wir dann nur noch Kleinigkeiten anpassen, beziehungsweise das dann für die Technik dann ready machen. Aber ansonsten hat der Kelvin meistens immer ein gutes Händchen, ja, was der Kunde dann auch tatsächlich möchte. Es gibt ja auch einen nicht näher genannten Filmpark in Deutschland, der eine riesen Animatronic von euch bekommen hat, die vorgegeben ist, also ganz genau vorgegeben ist. Exakt. Da kannst du halt nicht mehr viel machen. Vielleicht noch was anderes. Wir haben ja jetzt nicht nur dreidimensionale Entwürfe oder Figuren hier in Produktion, sondern auch zweidimensionale. Zum Beispiel jetzt neulich für einen Kunde, der wo eine Bahn hat, wo man auf Ziele schießen kann im mobilen Bereich. Kannst du vielleicht auch mal zeigen, wie wir das umgesetzt haben. Da ist das Besondere, dass diese Figuren praktisch zweidimensional, zum Beispiel UV-leuchtend auch sind. Also das ist jetzt quasi die Datei, die am Ende zum Druck gegeben wurde. Das ist das hier. Meinst du das hier, oder? Also so in die Richtung. Genau, das sind quasi Ebenen, die sich dann bewegen. Das heißt, das Ganze habe ich quasi in einer Software dann gezeichnet, illustriert und so fertig gemacht, dass das Ganze dann zum einen also quasi eine Datei, die dann der Flo bekommt, dass er die Form an sich lasern kann, lasern kann, und zum anderen eine Druckdatei, die dann jemand bekommt, der das Ganze dann auf Stoffen druckt, und das muss natürlich richtig angelegt werden, genau, dass das funktioniert. Das muss ja auch irgendwie Millimeter, Zentimeter genau sein, dass das, was wir später drucken, auf das gelaserte Blech, wie nennt man? Ja, Blech quasi dann draufgeklebt werden kann. Genau, das war dann quasi auch mal so eine andere Arbeit. Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir das so gemacht haben. Genau, und stimmt, natürlich. Im Rastiland zum Beispiel, der Tunnel von der Einschienbahn haben wir auch umgesetzt, und da ging es ja auch, also wir hatten dreidimensionale plastische Figuren, aber auch sehr viele zweidimensionale Hintergründe, Wolkengebäude und so weiter. Ja. Krass. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen? Ja, sind wir durchgefahren. Ja. Aber natürlich. Also, das ist eine Frage, ja. Nee, natürlich. Ich wusste, dass ihr den Tunnel gemacht habt, und dann mussten wir unbedingt Einschienenbahn fahren. Du fährst aber erst die ganze Ja. Und dann gibt es so einen Ohrwurm obendrein mit der Bahn. Okay. Also die erste Figur, der ersten Prototyp, ich meine, klar, man kann ja nicht am Anfang einsteigen mit dem Figurenbau und sagen, wir machen jetzt 3D-Design, wir machen zig Abteilungen, was ja eigentlich notwendig wäre. Da wurde natürlich von mir die Mechanik damals entworfen, eine Schaufensterpuppe gekauft, den Korpus entsprechend ausgesägt und dann angepasst auf die Mechanik, und man hat sich so angetastet. Ja. So, jetzt befinden wir uns in der ersten und oberen Halle. Später sehen wir dazu mehr, dann ergibt sich das Ganze. Hier werden vor allem die Figuren im Prinzip lackiert, gespritzt. Die Schneiderei befindet sich direkt hier nebendran. Und ja, mittlerweile stehen hier einige fertige Figuren kurz vor der Auslieferung.
Beziehungsweise gerade haben Ziegen die Halle verlassen. Ist das dann quasi die Endmontage oder ist das hier nur der Feinschliff oder was genau macht ihr jetzt in der oberen Halle? Das hier ist nicht die Montage oder Endmontage, sondern tatsächlich der Feinschliff. Das heißt unter anderem aber auch hier das Lager für Stoffe. Hier sehen wir noch einiges weitere an Material, was wir hier lagern. Was ja auch Sinn macht, weil die Schneiderei direkt nebendran ist, dass alles passend von der Örtlichkeit gelagert wird. Also wir haben ein bisschen versucht, die Produktionsschritte so ein bisschen auf der gleichen Ebene einfach zu haben. Also dass gerade das ganze Thema Finishing, wo wir gerade bei Carmen waren mit der Schneiderei, sowohl das ganze Thema Lackieren und dann theoretisch auch Auslieferung, ja, dass das natürlich alles hier stattfindet. Und später ist dann auch ein bisschen vorgesehen, dass wir hier einfach auch fertige Figuren, einfach ein bisschen das, wo man es noch sieht, ein bisschen aus der Umzugszeit, was da noch teilweise rumsteht, dass hier einfach mehr dann auch fertige Figuren stehen, die dann theoretisch dann auch das Haus verlassen können. Und dass ihr also nicht alles auf Termin fertigstellt, sondern es gibt einen Termin, aber ihr seid vorher fertig, könnt ihr hier erstmal in Ruhe hinstellen. Ja, genau, so sollte es sein, dass es entspannt abläuft, das ganze Projekt. Und dann können wir das ja als Zwischenlösung gerade für so große Figuren hier nutzen, dass das nicht unten in der Produktion mitten im Weg steht. Genau, können wir die hier erstmal zwischenlagern. Oder um Kunden einfach auch zu zeigen, okay, was gibt es denn auch alles? Ja, manche Kunden besuchen uns auch und haben noch keine genaue Vorstellung. Ja, was möchten sie denn eigentlich genau? Ja. Also sie möchten irgendwelche Figuren und dann kann man auch so ein bisschen zeigen, okay, wie sehen die denn auch fertig aus? Kann man denn schon was zeigen, was jetzt gerade hier steht? Können wir über irgendwas schon reden? Ein paar Sachen können wir zeigen, gerade die Figuren für eine Geisterbahn, die dieses Jahr rauskommt, für den Außenbereich. Traust du dich in die Residenz des Teufels einzuchecken? Tauch ein in eine andere Dimension. Ja, die Spinne wird später im Außenbereich installiert werden, vor einer Geisterbahn und wird sich dann selbstständig auf- und abseilen. Vielleicht das Besondere an der ist, dass die gesamte Technik sich innerhalb der Spinne drin befindet. Das heißt, der Kunde muss eigentlich nur noch Luft und Strom außerhalb anschließen, muss keine Steckverbindungen für viele Schläuche herstellen oder Kabel, sondern die gesamte Technik ist hier im Hinterteil drin, im Schaltschrank. Auch der ganze Zylinder, wo die Spinne hoch und runter zieht. Ja, aber im Endeffekt muss die Spinne nur noch aufhängen, anstecken und sie läuft. Ja. Geil. Also nicht mehr großartig andere Themen installieren, sondern relativ einfach. Ja. Plug and Play, ja, das ist immer so ein bisschen der Ansatz. Ja. Wird das immer wichtiger oder ist das einfach auch euer USP? Dass es so einfach in Anführungsstrichen ist, eben Animatronic kaufen, 2 Kabel dran, fertig. Das haben wir schon festgestellt mittlerweile, weil wir bekommen ja auch viel Feedback von den Kunden, dass es sehr gern gesehen ist, wenn die haben ja meistens keine Zeit. Es muss ja immer schnell gehen, die Figur muss hingestellt werden und am besten ist die Beleuchtung, der Lautsprecher, alles praktisch auf der Figur selber montiert, dass wirklich hier die Aufbauzeit immens verkürzt werden kann. Die Familie Hofnagels öffnete das Tor, ohne zu wissen, was sie damit freisetzten. Doch tief unter der Kirmes lag das Tor zur Hölle. Als sie es öffneten, trat ich hervor und war endlich frei. Geisterbahnen sind ja das große Thema. Das ist auch so euer Steckenpferd, aber ihr macht auch andere Sachen, vielleicht um das auch nochmal klarzustellen, oder? Auf jeden Fall. Was kann man zum Beispiel hier hinter uns gerade schauen. Ja, das sieht jetzt nicht viel anders aus als eine Geisterbahn. Genau, zum Beispiel Thema Bauernhof haben wir jetzt viel gemacht, fürs Rastiland zuletzt. Aber auch wir sind im Märchenbereich, eigentlich in jedem, kann man sagen. Wir machen und können alles, was der Kunde möchte von uns. Ja. Ihr habt ja auch mal einen riesigen Orca gemacht, darf man darüber reden, dass ihr den gemacht habt? Ja. Den fand ich, also ich habe es nicht live gesehen, nur Videos, den fand ich auch super beeindruckend, vor allem da, wo er eingesetzt wird, ist halt krass. Ja. Ich glaube, das zeichnet uns auch ein Stück weit aus, dass wir für alles prinzipiell offen sind. Ich glaube, das kann man auch nochmal bei dem Orca, das war ein ganz besonderes Projekt, ja, weil es natürlich unter Wasser war, elektrisch riesengroß, ja, und auch nicht nur ein, sondern 2 direkt, ja, die wir dort auch noch im Ausland dann implementieren mussten.
Und das hat uns vor echt viele Herausforderungen gestellt. Ja, und bis das Ganze dann wirklich dann auch fehlerfrei läuft, ja, dauert einfach eine gewisse Zeit. Aber man hat viel gelernt dabei. Ja. Das zeichnet es auch immer wieder aus, wenn wir einfach solche Prototypprojekte die ganze Zeit natürlich auch machen und uns da zumindest offen dafür sind. Ja, Prototyp ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Im Prinzip ist ja hier alles ein Prototyp, so wie die Spinne, die große Figur, die Fledermaus. Der Orca ganz speziell, weil es natürlich nicht nur eine Figur war, wo man sagt, okay, wir passen jetzt die Form an, die Technik und so weiter, sondern eben dieser Unterwassereinsatz vor allem. Weil wir da so viel beachten hatten müssen bezüglich Reibung oder Widerstand, viel mehr vom Wasser, Materialien, Dichtigkeit. Wir haben 400 Volt Motor unter Wasser zum Antreiben von dem ganzen Gerät. Also war sehr viel aufwendiger als gedacht. Luft, ja, muss man sich vorstellen, der ganze Orca taucht auf aus dem Wasser neben der Wasserbahn. Ja, es füllt sich wieder mit Luft und dann sinkt er wieder. Ja. Also heißt, die Luft muss auch wieder irgendwo entweichen. Ja. Ansonsten bleibt der Orca ja auch irgendwie wieder oben oder wird sehr, sehr beansprucht. Das waren alles so Probleme, die man auch vielleicht nicht am ersten Moment auch direkt denkt. Ja. Und das ist schon ein spannendes Projekt, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja, stark. Wollen wir eine Etage tiefer gehen? Wir können eine Etage tiefer gehen. Den Aufzug brauchen wir auch auf jeden Fall, um bis zu 6 Meter große Teile hier transportieren zu können. Wir sind ja auch schon ein paar Mal fast an die Grenzen gekommen. Zum Beispiel haben wir für Traumatiker die Aufzüge für das neue Horror Maze im letzten Jahr produziert. Da bin ich leider an 2 Stellen an die Decke hingekommen. Gab schon ein paar Streifen. Ja. So, Aber es ist dein Aufzug. dann ist es nicht so schlimm. Oder man ärgert sich noch mehr. Was ein Bild, wenn man dann hier rauskommt und das dann so sieht. Ne? Damit rechnet man nicht, ja. Ja, vor allem auch die Höhe. Also das ist. Ja, ist noch höher als oben tatsächlich. Das ist so absolut crazy. Ein ganz großer Vorteil ist auch, was man jetzt vielleicht gar nicht so auf den ersten Moment oder an was man nicht sofort denkt, ist natürlich bezüglich Heizung. Es ist jetzt nicht besonders warm hier drin, aber die Wärme speichert sich über den Sommer normalerweise und hält sich auch über den Winter. Das ist praktisch jetzt eigentlich der kälteste Zeitpunkt noch, bis der Sommer kommt und das Ganze wieder erwärmt. Beziehungsweise theoretisch nutzen wir ja auch hier die Erdwärme, weil wir ja unterirdisch uns befinden. Und hier passiert die Magie dann, oder hier kommt alles zusammen, also so richtig zusammen? Hier kommt alles zusammen, das heißt, die ganzen Teile kommen vom Pulverbeschichten hierher, vom Fräsen, vom 3D-Druck, alle hierher und werden hier auch... CAD quasi direkt. Genau. Und werden dann hier unten produziert. Also das, was wir im letzten Video, als ihr uns in der alten Halle besucht habt, gesehen habt, das ist jetzt quasi hier vieles, ja, mit den ganzen Kleinteilen, Schrauben etc., da hört man es schon. Ja, und das wird dann hier unten zusammengebaut, sodass wir hier unten die komplette Technik zusammen haben und dann eben, wie wir vorhin ein bisschen antizyklisch angefangen haben, dann oben quasi dann gefinisht wird. Das ist so beeindruckend hier. Das ist wirklich, damit rechnet man nicht. Wie auch. Ja, das ist so. Man sieht es von oben nicht. Ja. Ja, damals hat man noch gedacht, oh, das ist tatsächlich sehr groß. So viel Platz brauchen wir ja gar nicht, aber irgendwie füllt sich doch immer alles. Ja, unglaublicherweise. Das ist jetzt zum Beispiel für einen Kunden Werwolf, ein großer, gleiche oder ähnliche Gestell wie bei der großen Figur, was wir schon gesehen haben. Der Aufbau ist etwa gleich, bis auf dass die Schultern etwas breiter sind. Ich kann jetzt auch noch einen Unterarm bewegen. So produzieren wir praktisch den ganzen Oberkörper hier vor. Das Beingestell steht hinten und machen praktisch dann alle plastischen Teile hin, sodass die Carmen es auch einfacher hat mit dem Anziehen der Figur, dass er nicht auf eine 5 Meter hohe Leiter hochsteigen muss. Ja. Genau, das ist unser Klettersystem. Nicht wundern, das ist gerade nur eine Schleife drumherum, weil die Hände festgeklebt werden an der Stange. Ja, ich glaube, Kletterer kennt man aus diversen Freizeitparks. Ja, aber der bewegt sich auf jeden Fall dynamischer, als man die Kollegen kennt. Ja, also wir haben das Ganze hier frequenzgeregelt auch umgesetzt vom Antrieb her. Ja, und relativ, wie du sagst, er läuft eigentlich sehr ruhig. Und das Ganze ist hier in dem Fall jetzt dargestellt als Pagen, passend zu dem Geisterbahn-Thema. Aber wenn ich jetzt so eine super neue Figur hier sehe, sehe ich auch eine, für mich jetzt erstmal
alte Figur. Was macht die denn hier? Wir restaurieren auch Figuren. Das ist jetzt zum Beispiel eine Figur von der, aktuell heißt die Geisterbahn Doom. Die Figur müsste um die 30 Jahre gut alt sein. Da machen wir jetzt eine Komplettrestauration bezüglich Optik. Und ja, müssen auch noch die Flügel neu machen, weil anscheinend ein Flügel abhanden gekommen ist während der Reise. Macht das Sinn, so eine 30 Jahre alte Figur noch zu restaurieren, oder wäre es nicht eigentlich doch schlauer, bei euch eine neue zu bestellen, wenn ich das Innenleben da so sehe? Ja, okay, natürlich. Für euch macht es natürlich mindestens 2. Ne? Nein, aber ich glaube, es ist manchmal, die haben ja auch so ein bisschen historischen Wert auch so ein bisschen, ja, wenn man die auch so kennt. Und dann bieten wir es gerne natürlich auch an, dass wir solche alten Figuren auch einfach ein bisschen wieder, oder dem einfach ein bisschen neues Leben einhauchen. Es ist aber teilweise auch viel zu tun. Ja? Man kriegt es ja auch nicht mehr so hin, wie sie natürlich ganz am Anfang mal waren. Wir machen beides neu. In dem Fall hat der Kunde gemeint, dass die Technik soweit funktioniert. Und deswegen wird sie von uns nicht großartig angerührt. Wir machen lediglich die Anbindung an die neue Kabellage. Wir hatten aber auch schon die Fälle, dass er das gesagt hat und am Ende dann noch gesagt hat, oh, könnt ihr nicht doch vielleicht noch eine Mundbewegung reinmachen. Ja? Also solche Themen haben wir natürlich auch immer wieder. Oder irgendwelche anderen, kann sich doch noch die Hand bewegen oder was weiß ich. Das gucken wir uns dann an und schauen, ob es überhaupt möglich ist, ohne die Figur. Der viel Ausplatz ist eben nicht mehr da drin. Exakt. Luftschläuche braucht ihr auch ein bisschen. Ja, so ein Regal kenne ich nur aus dem Teppichlichtchef. Weißt du? ist tatsächlich sehr praktisch, weil musst dir ja vorstellen, wir haben ja hier, keine Ahnung, wie viele Kabeltrommeln, Schlauchrollen und so weiter drin. Und wie lagerst du es alternativ auf eine Palette? Da musst du aber erstmal die Palette wieder runterfahren, kannst es nicht abrollen. Hier kannst du direkt deinen Schlauch nehmen und ziehen und hast du gleich das Material passend. Auf Maß, wenn du möchtest. Genau, kannst du sogar hier auf Länge gleich machen und ja. Sehr einfacher Prozess dann. Und halt viele verschiedene. Ja, stark, ey. Ja. Also es ist halt total nebensächlich, aber ich finde das total imposant, aber so ein riesiges Schlauchregal, was sich so drehen kann. Fand ich damals auch, deswegen habe ich es gekauft. Ich war nicht so begeistert. Das freut ihn extrem, was du das jetzt gesagt hast. Auf jeden Fall. Damals haben natürlich, wie so häufig, alle gesagt, ja, du bist verrückt, aber hinterher sagt jeder, praktisch. Hier ist im Prinzip dann unsere Endmontage von der Mechanik. Wir haben hier Magnetventile, Anschlüsse, jede Menge Schrauben, universelle Metallteile von uns. Ja, und hier kommt alles zueinander. Genau, hier haben wir ein paar universelle Teile teilweise gelagert. Zum Beispiel Unterkiefer, Unterbauten für Köpfe, alles angepasst auf die Silikonmasken und jede Menge Formen noch hier drüben. Und teilweise eben auch ältere Formen. Hier ist vielleicht zum Beispiel der Kopf von der Nonne oben. Genau, der war jetzt zuletzt in Produktion, also wurde gegossen. Ja, jede Menge Köpfe und Kopfformen, viel mehr. Und da macht ihr dann die Silikonmasken raus? Genau. Im Prinzip, ich weiß nicht, ob man es sieht. Hier kann man es ganz gut erkennen, eine dreiteilige typische Form mit 2 Außenschalen, Innenkern und eben dazwischen ist ein minimaler Luftraum von 3-4 mm, je nachdem. Und der wird dann später gefüllt mit Silikon und so können wir perfekte Masken erzeugen, passend auf den Unterbau. Beispiel kann man hier gerade ganz gut sehen, das ist die Form quasi und die fertige Maske. Aber es macht halt einen krassen Unterschied, diese Silikonmasken, wenn man die Figuren sieht, meiner Meinung nach. Also die sehen wirklich alle besser aus. Auf jeden Fall, ich finde es auch so. Die Kunden, wie gesagt, denen reicht ein harter Kopf in der Regel. Ich sage aber, auch wenn man nur ganz kurz vorbeifährt, so eine Mundbewegung oder wie auch immer, das trägt halt schon zu dem Gesamterlebnis bei. Klar, sie sagen, 2-3 Sekunden siehst du die Figur, es reicht, wenn die nur nach vorne kommt. Aber es ist ja auch nicht so, dass du sagst, das war jetzt ein guter Film, also ein Horrorfilm, weil du dich erschreckt hast, sondern weil die Gesamtstory und die Optik und alles gepasst hat. Du brauchst ja den Aufbau dahin. Genau, und dann nicht nur den Scare. Richtig, ja. Ich sag, unterbewusst nehmen das die Leute schon wahr. Und da denke ich direkt wieder an eure Nonnenstatue, die für mich neu war. Ja. Wo ich denke, so, das ist aber eine coole Statue, die sich dann so krass bewegt. Also
die Bewegung sah dadurch so krass aus, weil man nicht damit gerechnet hat, dass sich das bewegen kann. Genau. Und das war auch der Hintergedanke, dass man damit nicht rechnet und überrascht wird. Also, ey, ihr habt mich mega überrascht damit. Sehr gut. Das ist wirklich. Ziel erreicht. Ja, nachdem ich das 10. Mal dran vorbeigefahren bin, weil wir den ganzen Tag gefahren sind. dachte ich mir so, ja, okay, jetzt kennen wir es. Hier kommen wir zu unserer historischen Abteilung, kann man eigentlich fast schon sagen. Weil ja sehr, sehr viele alte Formen lagern aus Gips teilweise. Ich habe den schon mal gesehen, die zwei hier. Aber der kommt mir auch bekannt vor, aber ich weiß nicht. Ja, also das sind im Prinzip die Original-Gipsformen, zum Beispiel von Heimo damals noch. Das sind jetzt klassische Köpfe, also der kam auch jede Menge Bahnen vor. Wir haben ja auch die Geistermühle in Plon gemacht und hatten zufällig die Originalform noch von dem Müller damals, weil der Kunde gerne sich gewünscht hat, dass wir den rekonstruieren, originalgetreu. Haben aber dann, weil das jetzt nur eine Gipsform ist, für Latex das Ganze abgescannt und uns eine eigene Silikonform draus gemacht. Aber exakt nach Vorlage vom Original. Aber das muss man vielleicht auch nochmal erklären, wie diese ganzen High-Motion-Sachen hier hinkommen. Wie passiert das? Ach so. Weil das haben wir, glaube ich, noch nie in einem Video besprochen. Das stimmt, ja. Vor 2 oder 3 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, müssten jetzt fast 3 Jahre sein, ne? Ja, hat man den Anruf bekommen, ob wir vielleicht Interesse haben, bei Heimo oder High-Motion zuletzt vorbeizuschauen, um gegebenenfalls Formen oder Maschinen oder sonstiges zu übernehmen. Das haben wir dann auch wahrgenommen. Es war im Gespräch auch, dass wir komplett High-Motion übernehmen. Ja. Das war aber uns dann, war dann doch nicht so das, was wir wollten, weil wir doch irgendwo an die Marke Hüttinger Animatronics einfach auch geglaubt haben. Deswegen haben wir uns eher darauf konzentriert, dann zu sagen, okay, wir nehmen das Atelier, ja, wir nehmen das Know-how von Carmen zum Beispiel mit, wir nehmen einige Formen und einfach gewisse Themen dort einfach mit und mittlerweile melden sich auch einige Kunden. Ja, es ging eigentlich relativ schnell, also dass sich einfach Kunden gemeldet haben, die vorher High-Motion kannten und dort Kunde waren und jetzt eben zu uns kommen, wenn sie irgendwelche auch Restaurationen oder neue Figuren an sich brauchen. Haben wir das nämlich auch mal geklärt. Weil wir haben es jetzt mehrfach erwähnt, dass das ganze High-Motion-Zeug irgendwie hier ist. Ja. Genau, dass die Leute auch verstehen, warum das jetzt nicht geklaut hat. Aus dem Container wahrscheinlich. Nee, wir waren tatsächlich bis zum Schluss da bei High-Motion, bis wirklich der Bagger kam und dann die Formen, was noch da stand. Da stand noch die Originalform von den Dinos aus dem Phantasialand und viele weitere Sachen. Muss müssen die bitte gewesen sein? Gigantisch. Man hat den Elefant vorhin draußen gesehen, ja, größer. Ja, größer. Genau. Vielleicht auch nur interessant für den einen oder anderen Fan, hier sind zum Beispiel noch die Originalformen und auch, haben wir jetzt mal rausgegossen, vom Phantasialand Geisterrikscha, von den Mitfahrern von der Szene. Deswegen kommt der mir so bekannt vor. Genau. Aus dem, ich weiß nicht, wo sie den noch überall eingesetzt haben. Oder auch den hier, das sind die Mitfahrer gewesen. Ja, kurz vorm Ende kommen die Figuren und einige weitere Sachen. Wahnsinn. Ja. Richtige enorme Schätze, ey. Auf jeden Fall. Gab es natürlich noch viele, viele mehr, ja, wenn man sich die ganze Historie von High-Motion mal anschaut. Aber wir konnten, es wäre einfach nicht möglich gewesen. Und deswegen haben wir uns auf gewisse Themen einfach konzentriert, wo wir gesagt haben, das macht Sinn und das hilft uns weiter. Und genau, so ist das Ganze entstanden. Wir haben auch noch hier das Blaue zum Beispiel vom Geisterjäger, der wo im Geisterschloss im Europapark drin ist, die Eingangsfigur auf dem Sarg drauf, auch die Form. Die haben wir jetzt erst neulich gebraucht, weil der Europapark eine neue Maske für die Figur benötigt hat. Und ja, das ist natürlich dann super, wenn wir das einfach gießen können. Ja, den haben sie gefühlt auch nie wieder verkauft, weil der auf der Messe jedes Mal stand und man gesagt hat, habt ihr nichts Neues? Also die haben ja auch irgendwie ihr Ende beschworen. So. Ja. Das haben wir seit 10 Jahren hier auf der Messe, guckt es ja an. Ja, das ist halt nach wie vor auch noch, glaube ich, unser Haupt-USP, dass Kunden immer zu uns kommen können und einfach ihre eigenen Ideen irgendwie bringen und wir setzen die um. Ja, einfach dadurch, dass... Genau, ich glaube, viele legen nach wie vor einen Katalog irgendwie vor und sagen, guck, das sind halt unsere Sachen, die wir halt anbieten und such dir was aus. Ist auch gut, ja, also haben wir ja auch, gewisse Figuren, die wir schnell und auch öfter produziert haben, aber ich glaube, diese
der heutige Zeitgeist ist eher, man braucht was Neues, immer wieder was Eigenes. Genau, das ist das. Genau, was Individuelles. Das sieht man doch auch an Doom, wo ihr wirklich viele Figuren, fast alle geliefert habt, die neu sind. Und das ist eine bestehende Geisterbahn, die verkauft wurde. Alles raus und neu rein. Und das hat die so krass aufgewertet, meiner Meinung nach. Das ist ja komplett neu alles. Und modern. Ja, freut uns auf jeden Fall zu hören. Und so wie ich gehört habe, kommt die Bahn auch sehr, sehr gut an. Das Schöne ist, man hat ja auch bei der Bahn den Vergleich, du hast ja den ersten Part Indoor, also ach du heiliger Strohsack, was passiert hier? Und dann auf dem Balkon ist ja noch eine alte Figur. Um nochmal den Kontrast zu haben. Ja, so war das mal, stimmt. Nee, ich finde es, so wie ich es gesehen habe, auch eine sehr gute Familiengeisterbahn, gerade mit dem, das ist ja eigentlich eine Neuheit, kann man fast sagen, mit dem offenen großen Bereich, mit der offenen Sehne und nicht dunkel da und da. Ja, nur irgendwelche schwarzen Folien irgendwo hinhängen macht für mich keine Geisterbahn. Genau, das ist eigentlich schon fast eine Themenfahrt-Cover. Ja, ein Dark Ride, ein richtiger, vollwertiger. Das ist ein Originalkopf aus der Geistermühle von Plon. Da sieht man noch. Und das war aus Latex, da siehst du, was da halt passiert nach den Jahren. So sehen die dann am Ende aus Latex hier. Leicht geschmolzen, vor sich hin vergammelt. Ja, und jetzt mittlerweile Silikon eben. Sollte hoffentlich nicht mehr so aussehen. Genau, das ist ein ähnlicher Effekt wie bei der Geisterbahn Doom, nur diesmal als Clown-Thema hier dargestellt, wo die ganze Figurengruppe im Prinzip nach vorne klappt. Und dann gibt es eben noch jede Menge einzelne separate Bewegungen. Das ist schlimm. Ne? Und du? Nein. Doch, furchtbar. Wie kommt man denn auf sowas, dass der so die Stachel hat? Man muss ja immer was Außergewöhnliches liefern, ja, okay. Und dann lässt man sich natürlich bei Filmen inspirieren oder auch so eigene Ideen. So was Alien-mäßiges. Genau. Achso, vielleicht hier noch. Hier haben wir noch ein alter Bekannter. Du wirst wahrscheinlich drauf kommen, woher, wie war's? Aus der Burg Falkenstein, der König, der in der Westplan-Szene war. Ich werde alles drin saß. Ja, schon. Ich weiß gar nicht, wie viele Figuren wir jetzt übernommen haben. Hier ist der nächste schon, der Mönch. Oder hier der Gefangene in die Ketten. Die sind aber alle, muss man sagen, restauriert von uns. Das heißt, die ganze Technik ist komplett neu, die Kostüme sind gewaschen oder komplett frisch erstellt. Er sieht auch aus, als ob er im Freibad gleich ins Becken springen will. Ja, mit Ketten inklusive. Und direkt rechts daneben unsere erste Figur. Ja. Also das haben wir, glaube ich, damals auch gefilmt, oder? Genau, aber damals hatte sie noch nicht. Damals hatte sie noch Omas Nachthemd an. Exakt. Wollte Oma wieder haben, ja. Ist da drunter. Achso. Oma hat uns Nachthemd. Hier ist wieder ein paar Löcher aber drin. Die Stimme ist von meiner Schwester. Genau. Ja. Bleibt in der Familie. Genau. Tiefziehmaschine auch von High Motion. Damit wurden jede Menge alte oder Dekorationselemente gefertigt, tiefgezogen. Genau. Im Prinzip wird zum Beispiel die Form hier in die Maschine, was ihr da hinten seht, eingelegt. Da kommt ein thermoplastischer Kunststoff eingelegt, wird erwärmt und wird praktisch via Vakuum über diese Form drüber gezogen und dann erhält man ein genaues Abbild. Also gut, wenn man schon mal gesehen sowas, ja. Ja, das ist halt gut, wenn du schnell und relativ kostengünstig viel Deko, was Gleiches brauchst und produzieren möchtest. Ein Ornament hast, was irgendwo drumherum. Genau, haben wir auch jede Menge Ornamente, sonstige Formen. Ja, also da, ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Dachziegel. Oder ein Schild. Das hier ist zum Beispiel auch aus dem Europapark vom Geisterschloss damals. Also das kennt diese Türen, die wo immer so klappen. Ja. Das sind diese Köpfe hier. Das ist der. Aber wie groß der Türgriff ist, wenn man mal nicht dran vorbeifährt, sondern wenn man so jetzt sieht. Ja, ja. Das denken wir häufig, dass die Sachen nicht so groß sind. Das ist die erste die kennt ihr, glaube ich, auch noch von damals. Das war die erste amerikanische Figur, mit der auch alles quasi angefangen hat, die wir gekauft hatten und dann festgestellt haben, dass die Technik auch besser kann. Boah, optisch sind die ja gut, aber technisch Genau, halt. Optik top. Aber Technik. die zwei Figuren müsst ihr doch eigentlich irgendwo displayen draußen. Die dürfen eigentlich nicht hier unten stehen. So. Noch nicht. Apropos, wenn wir schon bei so alten Sachen sind, wir haben mal das Gruselhaus, was ich damals gebaut habe, wo die Figur auch drin war, wo gedacht war, dass man durchläuft, also zum Beispiel Halloween und dann ein Club reinkommt,
Liegt auch noch draußen, ist jetzt vielleicht nicht mehr der beste Zustand, nachdem es ein paar Mal geregnet hat, aber ist auch noch da. Nachdem es im Winter draußen war. Das war schlau. Ja, super cooler, spannender Einblick, krasse Weiterentwicklung bei euch. Und ihr wisst jetzt, wie solche Animatronics oder wo solche Animatronics in Deutschland entstehen. Und wie sie entstehen, haben wir in dem letzten Video, glaube ich, sehr im Detail gezeigt. Das haben wir ja gar nicht aufgegriffen, brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Und wir lassen nicht so viel Zeit vergehen für die nächste Reportage, weil ihr habt so viel gemacht, überall. Genau. Vielen Dank euch und viel Erfolg noch.